Steuern sparen mit Kindern. Darum geht es in diesem Video. Ich habe die wichtigsten Positionen mal für Sie in diesem Video zusammengefasst, angefangen vom Kleinkind bis zum studierenden Erwachsenenkind. Es gibt da noch einige andere Beispiele, ich möchte mal sagen exotische Ausnahmen, aber das Wichtigste erfahren Sie hier kurz und knackig auf einen Blick. Steuern sparen mit Kindern. Beginnen wir gleich mit den Kinderbetreuungskosten. Wenn Sie arbeiten gehen oder eine Ausbildung machen oder krank sind, brauchen Sie natürlich jemanden, der sich um das Kind kümmert. Das kann zum Beispiel sein, eine Kindertagesstätte oder eine Kinderkrippe, Kindergarten oder Kinderhort, aber auch ein Kindermädchen, ein Babysitter, eine Au-pair-Hilfe, eine Tagesmutter oder ein Tagesvater oder auch die Betreuung bei den Hausaufgaben. Nicht abzugsfähig sind beispielsweise Kosten für Nachhilfeunterricht, Kosten für Klassenfahrten, Fahrkosten zum Beispiel zum Kindergarten und das Essengeld. Sie können 2/3 der angefallenen Kosten, maximal 4.000 € pro Kind, als Sonderausgaben in Ihrer Steuererklärung berücksichtigen. Wie sieht es nun aus mit Aufwendungen für ein Ferienlager? Können diese Aufwendungen als Kinderbetreuungskosten abgesetzt werden? Ja, nun leider ist das nicht möglich. Das sächsische Finanzgericht hat dazu eindeutig Nein gesagt, weil der Freizeitcharakter im Vordergrund steht. Das Kind ist inzwischen ein bisschen größer und kommt in die Schule. Und jetzt steht man als Eltern natürlich vor der Wahl, welche Schule es sein soll. Sie haben sich für eine Privatschule entschieden, dann kann das Schulgeld als Sonderausgaben berücksichtigt werden, wenn die Schule zu einem im Inland anerkannten allgemeinbildenden und berufsbildenden Abschluss führt oder auf einen solchen vorbereitet. Wie die Schule eingestuft wird, zum Beispiel als Ersatz- oder Ergänzungsschule, ist für den Sonderausgabenabzug nicht von Bedeutung. Es kommt allein auf den erreichten oder beabsichtigten Schulabschluss an. Bei Schulen in freier Trägerschaft ist es ebenfalls unerheblich, wer Träger der Einrichtung ist. Das können sowohl kirchliche Organisationen, Gewerkschaften, Vereine, Privatpersonen oder sonstige Gesellschaften sein. Ob sich die Schule vollständig oder nur teilweise privat finanziert, ist ebenfalls ohne Bedeutung für den Sonderausgabenabzug des Schulgeldes. Begünstigte Schulen sind vor allem private Grund-, Haupt-, Real- oder Förderschulen, private Gymnasien oder integrierte Gesamtschulen, Waldorfschulen, Montessori-Schulen, private berufsbildende Einrichtungen wie zum Beispiel Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Fachgymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen, Fachakademien und Schulen des Gesundheits- und Sozialwesens. Aber auch Volkshochschulen, deutsche Schulen im Ausland, andere Einrichtungen der Weiterbildung, die auf einen anerkannten Abschluss ordnungsgemäß vorbereiten, indem sie nach einem staatlich vorgegebenen, genehmigten oder beaufsichtigten Lehrplan ausbilden. Was ist nicht begünstigt? Nicht begünstigt sind Zahlungen an folgende Bildungseinrichtungen. Das sind hier Nachhilfeinstitute. Hier gibt es allerdings eine Ausnahme. Und zwar lässt der Gesetzgeber es zu, dass Nachhilfeunterricht steuerlich geltend gemacht werden kann nach einem berufsbedingten Umzug der Eltern. Meinetwegen, sie ziehen jetzt von Berlin nach München oder von München nach Hamburg. Wir wissen ja, dass wir kein einheitliches Schulsystem in Deutschland haben. Und das Kind hat ein bisschen Probleme, den schulischen Anschluss zu finden. Dann können sie für einen gewissen Zeitraum Nachhilfeunterricht steuerlich geltend machen. Weiterhin nicht begünstigt sind Musikschulen, Sportvereine, Feriensprachkurse und Privatschulen außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumgebietes, wenn es sich nicht um deutsche Schulen handelt. Auch Zahlungen an Schulen oder Privatschulen im EU-Ausland können als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, dass die Schule zu einem allgemeinbildenden Abschluss führen muss.
der vom Kultusministerium, der Kultusministerkonferenz oder einer ausländischen Zeugnisanerkennungsstelle anerkannt wird. Es können 30%, maximal 5.000 € steuerlich abgesetzt werden. Als nächstes haben wir eine auswärtige Unterbringung, also Ihr Kind ist über 18 Jahre, es ist in der Ausbildung und es ist auswärtig untergebracht. Dann können Sie einen Ausbildungsfreibetrag in Höhe von 924 € für das volle Kalenderjahr beantragen. So, das Kind ist inzwischen größer und es studiert. Wie sieht es aus mit den Studiengebühren? Die sind teilweise schon ganz schön heftig, aber für in- und ausländische Hochschulen sind Studiengebühren vom steuerlichen Abzug ausgeschlossen, da diese keine allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schulen sind. Tja, das ist leider so. Es gibt aber eine andere Möglichkeit noch, das Finanzamt an den Kosten für Ihr studierendes Kind zu beteiligen. Also Ihr Kind ist über 25, studiert immer noch, Sie haben keinen Anspruch auf Kindergeld mehr, aber Sie haben natürlich nach wie vor die Kosten. Nun, die Lösung ist, Sie beantragen Unterhaltszahlungen an bedürftige Personen für Ihr Kind. Die Voraussetzung ist, dass Ihr Kind über kein ausreichendes Einkommen verfügt und es muss natürlich vermögenslos sein. So, Sie können, wenn das Kind bei Ihnen wohnt, pro Monat 764 € steuerlich geltend machen. Das ist der sogenannte Unterhalt-Höchstbetrag. Da gibt es auch keine Probleme. Das sind fürs ganze Jahr 9.168. Ich mache mal hier weiter, da sehen Sie die Zahlen vor sich. Und wenn das Kind nicht bei Ihnen wohnt, ist es am allerbesten, wenn Sie Geld überweisen. Dann haben Sie den Nachweis in Form eines Kontoauszuges und Ihr Kind bestreitet denn von dem überwiesenen Geld ja die Kosten des täglichen Bedarfs, also Wohnung, Ernährung, Kleidung und was man noch so alles braucht. Was Sie zusätzlich zu den Unterhaltszahlungen noch steuerlich geltend machen können, sind übernommene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Ihr Kind. Also die kommen auf diesen Unterhaltshöchstbetrag von 9.168 noch dazu. Also wenn Sie privat krankenversichert sind und Ihr Kind auch privat krankenversichert ist, dann können Sie diese von Ihnen übernommenen Beiträge zusätzlich steuerlich geltend machen und hat auch eine steuerliche Auswirkung. Ja, dann noch ein kurzer Hinweis. Haben Sie ein behindertes Kind, dann geben Sie das unbedingt in der Steuererklärung an. Sie können nämlich den Behindertenpauschbetrag auf sich übertragen lassen und haben somit eine positive steuerliche Auswirkung. Es gibt also Steuervorteile sowohl für die kleinen als auch für die volljährigen Kinder, die dazu führen, dass Sie im Endeffekt mehr Geld aus Ihrer Steuererklärung herausholen. Möchten Sie noch mehr irgendwie wissen, schreiben Sie in die Kommentare, welche Themen Sie interessieren. Ich werde darauf eingehen in den nächsten Videos.